Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Wir sind bei einem ganz neuen Handlungsstrang und haben mal wieder Zenobia bei uns im Gepäck. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und wir sollen sie zum wahren Zeugen bringen. Ich bin Reynardo gespannt. wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. Tja. Okay, dann gucken wir doch mal, wo sie uns hin verschlägt. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, das ist das, okay. An die Stelle erinnere ich mich. Wir brauchen ja sowieso ein paar Ärzte. Daher kann das ja nicht verkehrt sein. Wir sind, meine ich, da auch schon mal durch die Tür gegangen. Ich gehe da jetzt aber trotzdem mal hin, weil vielleicht können wir da noch die ein oder andere Truhe abstauben. Und ich glaube, ich bin hier schon mal irgendwo zu vorschnell abgebogen und habe dabei eine große Truhe, ja, bin ich da nicht mehr rangekommen. Ich meine, das war hier. Da unten bei der Truhe, glaube ich, waren wir auch noch nie. Ah, sieh mal an. Reynardo had once invested in a jewel store, but it lost money because someone kept robbing it. Twist. It was him. Ernsthaft? Ernsthaft? In der Schule lernen wir die Prinzipien des immerwährenden Kaisers, des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die bösen, verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann, wie göttlich er auch sein möge, etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Hatten wir das schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie kommt mir das jetzt bekannt vor mit Komplexes mit Zeit kreieren. Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbewegung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Das hatten wir. Ja. Das hatten wir. Schade. Ich dachte, wenn man die einmal findet, dass die dann weggehen, damit man halt nicht irritiert ist, dass man halt denkt, ich hatte das noch nicht, aber das kommt mir dann noch sehr bekannt vor. Okay. So. Weiter geht's. She caught up with him. Wow, haben wir schon. You think I'd know if my father wanted to invoke the lost gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No. Not when there's no good answer, she said, her whiskers twitching.
Okay, die Cutscene kam gerade überraschend. Ich wollte sagen, 969 Erze haben wir schon. Da können wir also bald das letzte Schwert aufleveln. Das hört sich doch gut an. With all the secrets he revealed to the Emperor, the Ravens were probably heading for the secret base. Reynardo began to wonder if there would be anyone left to save, if Zenobia changed sides. So. Genau, elementarer Widerstand haben wir gefunden. Aber ich bleibe bei meinen, die wir gerade haben. There were stickers all over the platform for really hot lady foxes, with pictures and addresses and everything. That was close. Das lief das letzte Mal ja so furchtbar gut. Ja. Passt schon. Ja, das passt auch. Ich erstmal eiskalt sekundenlang gegen den Stamm da laufe, ist klar. Sorry. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt noch was. Na komm her. Okay. Eine Kiste. In this chest, there were woodcuts of amazingly beautiful vixens wearing no clothes at all. And something more useful. Was? Ernsthaft, Spiel? Okay. Ja, wieder. Das letzte Mal hatten wir hier ja Lapino. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had burned the reanimated witness to cinders. Reynardo was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Okay. Triff Zenobia in den Bergen. Reynardo hat es geschafft, dass Zenobia sich endlich gegen ihren Adoptivvater, den Imperator, stellte. Aber der Rebellenstützpunkt war in großer Gefahr, denn er hatte sämtliche Geheimnisse der Rebellen verraten. Wo auch immer Zenobia sich aufhielt, er steckte zu tief drin, um sie sich selbst zu überlassen. Vielleicht sollte er sie in den Bergen aufsuchen. Okay, ich fange hier mal beim zweiten Abschnitt an. Was auch immer Zenobia plante, seine Priorität war die Rettung des Rebellenstützpunkts. Er würde Zenobia wiedersehen, daran hatte er keinen Zweifel. Doch erst musste er zum Rebellenstützpunkt. Okay, hier sehen wir auch schon wunderbar das Schlüsselzeichen da oben. Aber ich hätte sowieso diesen Weg hier gewählt. Why was he going to meet up with her? Wasn't it more important to rescue the rebel council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight, or did he just want to see her again? One of these days, Reynardo thought, I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Da wollte ich wirklich den Zeugen treffen und dann haben sie ihn eingeäschert. Ich glaube das nicht. Ich war wirklich gespannt, wer das ist, aber ja. Das blieb uns verwehrt. Was he on this adventure just to see Zenobia again?
The Imperial heir was not an easy cat to see. Well, she'd ignored all his Kwanzaa gifts. And on the other paw, trying to get a date by joining a war against your intended was, let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Reynardo, yes, it sounded exactly like him. Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself. Ich weiß nicht wieder, auf welcher Map wir sind. Hier waren wir ja schon mal. Deswegen wusste ich auch, dass hier eine Kiste ist. Dann sind wir auch bald wieder beim letzten Kapitel angelangt und dann haben wir einen weiteren Handlungsstrang abgeschlossen. Das gefällt mir sehr. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Handlungsstränge. Und ich bin gespannt, wenn wir da die Wahrheit freigeschaltet haben. Und ich habe aus Versehen nochmal draufgeschlagen, was ich nicht wollte. Was dann passiert. Das ist auch nochmal interessant. Imagine getting a horse up in one of these things. It would be cursing a blue streak. Ah, ich erinnere mich. Ich glaube, da habe ich das Tor das erste Mal aufgemacht. Deswegen gehen wir jetzt mal nach hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Weg noch nicht gegangen sind. Genau, dann hätten wir da sonst die Truhe abgegrast. Und so kommen wir scheinbar direkt hier hin. Ich meine zumindest, dass wir sonst hier auch immer hingelangt sind. Oh, ich bin ein bisschen am Arsch, was die Gesundheit angeht. There were a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling it was the Iblis stone. Zenobia was level-headed. The stone could make anyone bloodthirsty. He could tell her style from the blade work on the dead birds. Das hatten wir doch schon mal. Mit dem Iblisstein und Zenobia. Das ging da doch auch schon nicht gut aus. Was haben wir denn hier noch? Couldn't they have put in an elevator? Or a giant eagle? Or something? Ah, ich glaube, das ist immer die Truhe, die wir einmal gesehen haben. Die ich dann nicht mehr bekommen konnte. Ich glaube, das ist die. Who needed a doctor when you could eat fruit to heal? Ein bisschen Gesundheit, sehr gut. So. Ist auch noch mal eine Kiste. It was all coming back to him. He wondered what he'd remember next. Wieder ein bisschen Gesundheit, sehr gut. Krieg ich nochmal einen Altar? Das wäre super, weil ich ja jetzt noch ein Level abbekommen habe. Ich glaube, lang geht das hier nicht mehr.
An die Stelle erinnere ich mich auch. Reynardo wondered what he should do when he found Zenobia. What could he do if she had the Iblis stone? Ah, sehr schön. Okay, was machen wir denn da mal? Steigere deine maximale Ausdauer. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich sogar mal. So kommt man einfach auch gut voran. Ach du Scheiße. He reached the summit, expecting no one. But there she was, steaming, pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all his ravens, and then him, and then his family, and all the eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? Do you see all these ravens I killed? So much power. Yeah. Great, Reynardo said. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He'd betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Na super. Einfach großartig. Das haben wir ja toll hingekriegt. Egal, was man hier tut, ist es immer bislang nicht so gut. There were more dead ravens along his path, some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia, not as he knew her. Das haben wir noch gar nicht gefunden, aber ansonsten haben wir alles schon Stufe 3. Ich glaube, Stufe 3 ist auch das Höchste, was man bekommen kann. Gut, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.